What's up guys, welcome back to another video. My name is Yannick, thank you for tuning in again. As you can see, this video will be about Stockx. There will be a giveaway at the end of this English part. There should be a timestamp at the beginning of the video. If you want to skip to the giveaway, feel free to do so. If you want to stay and get answers to some of your questions, then stay. In case you don't know what Stockx is, here's a quick intro. Stockx is an online marketplace that focuses on products. It's like the stock market of things. Yeah, so it's a website. You can buy and sell products there. It's mainly sneakers and streetwear, but also watches, handbags, and now there's a new category called collectibles, which are like cars, figurines, and all that good stuff, like stuff you collect. Stockx was available in English language only, but now finally it's available in German, French, and Italian as well. So in case you're not a native speaker, you shouldn't have any problems understanding the website now. Plus, there are new payment methods for buyers like PayPal, credit card, Klarna, Sofortüberweisung. I don't know the English term for this. It might be a German thing. And GiroPay, again, not sure if this is international or just for Germans, but you have 4 payment method options now, which is great. If you don't have PayPal or a credit card, you now have the chance to buy stuff. Sick. What I want to tell you is we are very close to Black Friday, and I just want to let you know that you might want to keep an eye out for any Black Friday promos on Stockx. There might be something, so keep an eye out, and let's get into your questions. I ask you on Instagram and on YouTube to ask me questions about Stockx. Just a quick heads up, I have been working with Stockx for a long time now, me and my grandpa, and I also did a marketing internship there 3-4 months ago. Yeah, so I did get an insight into how Stockx works, how the authentication and all that happens. First question is, hey man, I'd like to know if buying with Stockx is really safe. Yeah, Stockx is legit. Stockx is safe to buy from. In case you're not familiar with how Stockx works, when you buy a shoe or anything else, the seller ships the item to Stockx. Stockx receives the item. There's an authentication team that's specialized in these specific categories, whether we're talking about shoes or clothing or collectibles now. We have the team of authenticators. They check that it's unworn. It comes with all accessories like laces and dust bag, box, that everything is as it should be, dead stock, brand new with tags still attached. And after it passes authentication, oh, and yeah, the shoes must be legit. If the shoes pass the authentication, Stockx ships the shoes to the buyer. The buyer receives the shoes, the seller receives his money, and Stockx is like a middleman, basically. I've seen the guys doing the authentication. Everyone I met in London, at least, and in Detroit, they are all sneakerheads. They've been doing authentication for years now. They're all super skilled at authenticating. They know every minor detail, everything. They really know what they do. And when someone starts as an authenticator, they are being trained to spot fakes, to know what to look for and all that good stuff. So yeah, Stockx is definitely legit. Why is it hard to purchase in Stockx? So I guess what you mean is that it's kind of complicated to buy on Stockx, and I get that. When I wasn't familiar with Stockx and I saw the website, I was like, bruv, what the fuck is going on here? There's lots of things. I mean, it's an online marketplace. You can either buy something directly, buy it now, or you can make an offer. Like, it's called make a bid. But if you're not familiar with the term bid, then offer is easier to understand, I believe. You can make a bid. And when you are selling stuff, you can either sell it now for a fixed price that someone has offered, or you can create an ask, which is like you saying, I want to sell my pair of unworn Converse 70s chucks for 70 euros, for example. And then a potential buyer can accept your ask and can sell your shoes, basically. So it's not that easy in terms of just looking for stuff and buying it directly. You can do that, but you have also the possibility to make an offer, to place a bid, place an ask. It does look complicated at first sight, but as soon as you look into it, it becomes clear and shouldn't be that hard. I did a video ordering the Travis Scott Jordan 1s. It's in German, but if you want to see the process of me buying a shoe, click here. Should answer some of your questions. What about people in Europe? How can we order? So, Stockx delivers worldwide as far as I'm concerned. If you're from Germany, France, or Italy,
congratulations, the website is now available in your native language, so it's easier for you to order. But apart from that, you can order from Europe without any problems. The price you see on your screen is the price you pay. There's no extra fees after paying the price, whether it be taxes or anything else. The price you see on your screen when you check out is the price you pay. So don't worry that you're from Europe. It's not an issue. If there is no authentication fee, does it mean that the sneakers are fake one? No. Like I said before, Stockx doesn't sell fake shoes. Again, the shoes are being authenticated to guarantee that you buy authentic shoes. When you're not logged into your Stockx account, there are no processing fees shown on your checkout page. That's because when you log in, you have your country selected, and the total price depends on the country you are in because of like extra fees, yeah, and shipping and all that stuff. That's all in the total price in the end, and when you're not logged in, you can have your specific shipping price or anything else shown. So log into your account if you want to see the real total price. But yeah, all shoes, all clothing, everything you buy is legit. Can I give back an item if size is not correct? I've had many people ask that question, and to be honest, I can see their concern, but unfortunately you cannot return the item once you've bought it. That is because you don't buy it from Stockx, you buy it on the Stockx website, but the seller is a private person. Like I said before, Stockx is the middleman. You buy on their website from a private seller. The private seller ships it to Stockx for authentication, and then Stockx ships it to you. So yeah, unfortunately you cannot return the item, but you always have the possibility to just put it on Stockx again if you don't like it and sell it. What happens after we received fake goods? You all make mistakes. Great question. And I mean, like I said before, the items you buy are legit. Everyone at Stockx, every authenticator is human. So as you know, every human sometimes does make mistakes. It can potentially happen that a fake pair of shoes is either passed as authentic, or that maybe an authentic pair is being processed as dead stock, even though it has small and very, very minor signs of, I don't know, creasing, or that it has been tried on and worn. I believe it's less than 1% of all items that are shipped to the buyer, and the buyer says they're fake, or they didn't come with all extras, or they show signs of wear. But then again, Stockx has such a high volume. They authenticate thousands of shoes per day, so it does happen sometimes that 1 or 2 pairs of shoes are being passed even though they shouldn't be passed. If you receive such a pair, just contact the customer service, tell them what happened, and they will fix it. So no worries, you'll get what you ordered and it will be legit and in good condition. How do you think about the hacking? So yeah, the hacking of the Stockx website and someone stealing all contact information from Stockx users was a big thing, and I've had many people ask me that question. Me personally, I don't really mind. If you check out the page, I don't know the name, I'll put it here, you can see where other data breaches have occurred, on which websites your email address and other contact information have been stolen. And you'll see there's lots of pages that have been hacked. It's a super unfortunate thing that it happened to Stockx. They now made sure that they increase their safety for their website so it doesn't happen again. Shit happens. I don't really mind, because there are plenty of other websites that have been hacked, and my contact details are somewhere out there, but it happens. How long does it usually take to ship? That depends on your country, to be honest, but it's usually around 1 week to 2 weeks. It's like 1 to 2 weeks. How do the prices change? Could please answer in DM or story. I don't watch YouTube. Shout out for you not watching YouTube, which is a shame. But since sellers, like private sellers, can make their own prices, the prices vary. Yeah, I can decide what price I want to sell my shoes for. For example, these standard classic 70s Chucks, I don't know, they might be $50 on the internet, but I can place an ask for 5,000
if I want to place an ask for 5,000, I can do it. So the seller makes the price in a way, or you as the buyer, you can place a bid, and you can be like, yo, I want to buy the shoes for 40 quid. And if the seller is willing to sell them for that price, he can just accept it. So it really depends. Stockx doesn't make the prices. It's the seller or the buyer. And it's a marketplace. That's how a marketplace works. Okay, this is probably a dumb question, but what are the green tags for? Let me see if I can find one. Yeah, of course not. But the green tags that come with the shoe, let me get these Travis Scotts. When you buy something on Stockx, your shoes come with a green tag on the left shoe. It's always attached on the left shoe. Keep that in mind. The green tag simply shows that the shoe passed authentication, and it guarantees as like a warranty, which means as long as the tag is attached, you can return the shoes in case there is something on it, they're flawed or anything else. As soon as you cut the tag, you have to keep them in a way, or resell them on Stockx again. Do I need a credit card for Stockx, or does PayPal work? It both works. Credit card and PayPal, as I said before, I guess it's more for European users, but you can now pay with Klarna and GiroPay as well. But yeah, credit card and PayPal both works fine. There's a drop-off store in London. Can you explain how it works and explain how we get our money? So the drop-off is a super cool thing. Basically, you sell your shoes online just as you do normally, but you don't have to ship them yourself. You can bring them to the drop-off, drop them off, and get paid out instantly after the authentication team in the back of the store authenticated your product. So you just sell them as you do normally, bring them to the store, the shoes, they get authenticated immediately, and you'll get paid out in a couple of minutes. And you'll be refunded the shipping costs, because you don't ship it yourself, but Stockx does, so it's basically a win-win situation. It's a win for everyone. Are you going to do another giveaway? Yes, great question. Speaking of a giveaway, this video is in collaboration with Stockx. So I thought we're moving slowly into Christmas season, and why don't bless you guys with a giveaway. I teamed up with Stockx to do 2 giveaways in total, one on YouTube and one on Instagram. When you see this video, I'll have uploaded a picture on Instagram with a giveaway. You can win €500 Stockx credit there that you can spend on the Stockx site in whatever way you want. And we're going to do a another €500 giveaway on YouTube. Please now make sure to check out the Instagram giveaway and to participate. And for our YouTube giveaway of €500 Stockx credit, all you've got to do to enter the YouTube giveaway for €500 store credit for Stockx is, if you have a Stockx account, comment your username under this video. In case you don't have a Stockx account yet, follow the link in the description box to sign up, and then comment your username under the video and subscribe to this channel. That's it. So comment your Stockx username under this video and subscribe to this channel, jaadiee, and you entered into the giveaway, and you can potentially win a €500 Stockx store credit to spend in whatever way you want. Make sure to check out part 2 of this giveaway on Instagram at jaadiee. And yeah, thank you very much for watching. See you next time. Have a good one. If you have any further questions, please feel free to ask me. And yeah, see you guys. Have a good one. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr sehen könnt, entsteht dieses Video in Zusammenarbeit mit Stockx, und es wird sich auch nur um Stockx drehen. Ich habe euch auf Instagram darum gebeten, mir Fragen zu Stockx zu stellen, die ich in diesem Video beantworten werde. Ganz kurzer Hinweis, am Ende des deutschen Parts wird es ein Gewinnspiel geben, also bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten, am Anfang des Videos habe ich kleine Timestamps eingebaut. Ihr könnt jetzt auch direkt auf das Giveaway hüpfen, wenn euch die Fragen nicht interessieren. Aber mein Appell an euch, es ist hilfreich und interessant zu wissen, also bleibt am besten dran und freut euch aufs Giveaway am Ende. Erstmal ganz allgemein, Stockx ist ein Online-Marktplatz spezialisiert auf den Handel mit Produkten. Dabei liegt der Fokus auf Sneaker und Streetwear. Aber mittlerweile könnt ihr auch Taschen dort kaufen, Uhren und seit neuestem auch Collectibles, also quasi Kors-Figuren und andere Sammlerstücke.
Ihr wisst auch, dass wir uns auf den Black Friday langsam hinbewegen, also habt ein Auge auf Stockx, vielleicht gibt es eine kleine Promo dort. Ich will nicht zu viel verraten, aber haltet Stockx auf jeden Fall mal im Auge für Black Friday. Auch noch sehr interessant ist, dass Stockx bisher nur in Englisch verfügbar war. Jetzt gibt es seit neuestem auch weitere Sprachoptionen. Es gibt jetzt Italienisch, Französisch und endlich auch eine deutsche Seite. Das heißt, solltet ihr das Englisch nicht wirklich verstehen oder es irgendwie zu Missverständnissen kommen, ihr habt die Seite jetzt auch auf Deutsch und dann sollte es eigentlich alles sehr leicht verständlich gestaltet sein. Ihr könnt bei Stockx, weil das ist auch schon mal eine Frage, die mir viele gestellt haben, die möchte ich vorwegnehmen, ihr könnt mit PayPal und mit Kreditkarte bezahlen. Seit neuestem gibt es jetzt auch Klarna, Sofortüberweisung und Giropay. Ihr habt jetzt also 4 Bezahlmöglichkeiten, was meiner Meinung nach sehr gut ist. Falls ihr keine Kreditkarte habt oder kein PayPal, mit irgendwas werdet ihr dann schon bezahlen können. Also super Sache. Kommen wir zum richtigen Teil des Videos. Und zwar habe ich euch auf Instagram aufgerufen, mir Fragen über Stockx zu stellen. Mein Opa und ich arbeiten schon länger mit Stockx zusammen. Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres habe ich dort auch ein 4-monatiges Praktikum in London gemacht im Bereich Marketing. Und ich hatte schon mal ein Stockx Q&A, das könnt ihr hier sehen, falls es noch weitere Fragen gibt, die dann auch hoffentlich da beantwortet werden. Kann man die Sachen zurücksenden? Nein, und da möchte ich ganz ehrlich sein, es ist etwas blöd, aber ihr könnt die Sachen nicht zurückschicken, aus dem einfachen Grund, dass Stockx funktioniert wie ein Mittelmann. Das bedeutet, ihr kauft die Schuhe auf der Stockx-Webseite von einem privaten Verkäufer. Der Verkäufer schickt die Schuhe oder was auch immer ihr kauft an Stockx. Stockx überprüft die Produkte auf die Echtheit, dass sie umgetragen sind, dass sie einfach im guten Zustand sind, dass alle Extras dabei sind, Dustbag, Schnürsenkel, falls irgendwelche anderen Specials in der Box sind, dass eben alles passt, dass alles perfekt ist. Und sobald das dann sichergestellt ist, gehen die Schuhe weiter an euch als Käufer. Und ihr habt eure Schuhe, kauft die aber so gesehen von einem Privatmann und habt dann dementsprechend kein Rückgaberecht. Ihr könnt Schuhe zurückgeben, sollte es sich sollte irgendwas dran sein, irgendwelche kleinen Flaws, die übersehen wurden, Schrammen oder irgendwas, dann könnt ihr euch melden, aber grundsätzlich habt ihr kein Rückgaberecht bei Stockx. Ist es cool, für so ein Riesenunternehmen zu arbeiten und was genau machst du nochmal? Also, wie gesagt, ich arbeite jetzt nicht mehr aktiv bei Stockx. Mein Praktikum ging 4 Monate, war Ende Juni vorbei. Jetzt arbeiten wir wie richtige Influencer vereinzelt im Rahmen von kleineren Kollaborationen mit Stockx zusammen. Meine Zeit bei Stockx war super cool, ein super nettes Team, sehr interessante Zeit auch, sehr interessant, das von innen mal alles zu sehen, wie alles organisiert wird, wie alles abläuft. Ich kann euch sagen, die meisten Leute bei Stockx sind genauso Sneaker-verrückt, genauso Sneakerheads und Streetwear-Heads, wie ihr es auch seid. Wirklich eine sehr entspannte Atmosphäre dort, alle super nett und auch wenn ihr es mir vielleicht nicht glaubt, aber auch die Leute bei Stockx sind daran interessiert, dass ihr möglichst wenig zahlt, dass ihr möglichst schnell euer Produkt bekommt und die arbeiten ständig daran, eben das Ganze im Bereich Europa noch zu verbessern und dann auch eben euch irgendwo näher zu kommen und entgegenzukommen, dass alles eben super reibungslos abläuft. Gibt es öfter Probleme mit dem Zoll? Ich habe einmal bisher was bestellt und das hat sich ewig verzögert. Also, grundsätzlich sollte es keine Probleme mit dem Zoll geben. Wenn ihr bei Stockx etwas kauft, bekommt ihr den Gesamtpreis angezeigt bei der Bestellung. In diesem Preis sind also Versand, Zollkosten, etwaige Steuern, die ihr noch zahlt, alles ist inbegriffen. Ihr zahlt also nicht mehr als das, was ihr am Ende der Bestellbestätigung angezeigt bekommt. Shit happens manchmal und falls euer Paket mal beim Zoll hängen bleiben sollte, kann es sein, dass ihr eine E-Mail bekommt, dass ihr einen Rechnungsnachweis oder Kaufnachweis oder irgendwas einschickt. Meiner Information nach reicht es, wenn ihr einen Screenshot der Bestellbestätigung dann an den Zoll schickt und dann sollte euer Paket freigegeben werden. Falls doch mal irgendetwas sein sollte und ihr Zoll bezahlen müsst, meldet euch bitte bei dem Kundenservice, die regeln das dann für euch. Sollte man bieten oder direkt laufen? Ich denke mal, damit wird kaufen gemeint sein. Das ist Geschmackssache, es kommt ganz drauf an, wenn ihr einen Schuh wirklich schnell haben wollt, dann kauft ihr halt zum angebotenen Preis. Ansonsten, wenn ihr eine Preisidee im Kopf habt und es euch nicht wirklich drauf ankommt, dass ihr den Schuh jetzt schon nächste Woche in der Hand halten müsst, dann kann ich auch empfehlen, mal einen Preisvorschlag abzusetzen, also eine Bid abzusetzen, ein Gebot abzusetzen und dann mit etwas Glück das Gebot auch angenommen zu bekommen und den Schuh dann im Endeffekt für weniger zu kaufen als für den Sofortkaufspreis. Warum muss man so viel Steuer, Versand etc. bezahlen? Stockx arbeitet ständig daran, eben den Ablauf in Europa zu verbessern. Das heißt, die Kosten für euch zu senken, die Lieferzeiten zu reduzieren und das alles eben etwas
ja, noch angenehmer ablaufen zu lassen, als es bisher schon ist. Es ist so, und das ist vor allem für die europäischen Leute sehr interessant, Stockx hat seit ganz neuestem den Algorithmus etwas umgestellt, sodass, wenn ihr ein Produkt kauft, wird für euch der bestpassende Verkäufer gefunden. Und auch andersrum, wenn ihr was verkauft, dann der passende Käufer. Das heißt, idealerweise kauft ihr etwas, dann wird es aber auch von einem europäischen Verkäufer verkauft und so könnt ihr dann idealerweise, wenn alles klappt, wenn alles reibungslos abläuft, die Produkte aus Europa bekommen, habt dann auch weniger Steuern, die ihr zahlen müsst und der Gesamtpreis wird ein bisschen reduziert. Das ist eine Algorithmusumstellung von Stockx. Natürlich könnt ihr weiterhin international bestellen, wenn jetzt ein Schuh nur aus den USA verfügbar ist, dann ist das natürlich kein Problem. Die Kosten für euch werden aber dann trotzdem reduziert. Also Stockx arbeitet kontinuierlich daran, die Preise zu senken. Es geht bei den hohen Preisen nicht darum, dass Stockx möglichst viel Gewinn macht am Ende. Ganz im Gegenteil. Es ist Einfuhrzoll, die ihr zahlt, beziehungsweise die in diesem Preis inbegriffen ist. Steuern, Versand, es sind halt Kosten da drin. Aber es wird ständig daran gearbeitet, diese Kosten zu reduzieren. Und wie gesagt, seit ganz neuestem ist dieser neue Algorithmus, der schon mal die Preise senken sollte. Wann wird die Luxussteuer aus Europa entfernt? Das ist genau das, was ich jetzt meinte. Wenn Produkte aus den USA gekommen sind, dann musste man ab einem bestimmten Preis, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ab einem etwas höheren 100er-Bereich noch eine Luxussteuer obendrauf zahlen. Das war dann quasi die Einfuhrsteuer für dieses teure Gut, die ihr dann extra bezahlt habt. Jetzt mit dem neuen Algorithmus, wenn ihr etwas kauft und der Verkäufer kommt dann eben auch aus Europa, dann fällt diese Steuer so gesehen weg, beziehungsweise wird stark reduziert. Und das sollte dann den Gesamtpreis auch auf jeden Fall reduzieren. Und was mir gesagt wurde, auch eine Neuerung, dass jetzt schon auf der Produktseite für euch der Gesamtpreis angezeigt wird und nicht erst auf der letzten Seite der Bestellbestätigung. Also zuvor war es so, ihr habt den Kaufpreis gesehen, diesen Sofortkaufspreis. Wenn ihr dann draufgegangen seid und in eurem Konto angemeldet wart mit Versandadresse Deutschland, wurde euch der Gesamtpreis dann erst aufgelistet mit den Processing Fees, Versandkosten. Und das war dann ein erheblich höherer Preis eben, als ursprünglich auf der Produktseite angegeben war. Jetzt wird es so umgestellt, dass ihr direkt den Preis seht, den ihr am Ende auch zahlt und dann auch schon wisst, okay, wenn ich den Schuh in der Größe jetzt kaufe, zahle ich so und so viel und danach kommt auch, also nachträglich vom Zoll oder sowas, kommt da nichts mehr drauf. Das ist der Preis, den ihr dann auf der Webseite seht, für den ihr den Schuh kauft, ist der Preis, den ihr auch wirklich zahlt. Und da kommt nichts oben drauf. Also, coole neue Änderung von Stockx auf jeden Fall. Das sollte euch dann als Käufer und wahrscheinlich auch als Verkäufer auf jeden Fall profitieren lassen. Wie lange dauert der Versand nach Deutschland? Das kommt natürlich immer drauf an. Wenn ihr ein Produkt bei Stockx kauft, hat der Verkäufer meines Wissens nach 2 oder 3 Tage Zeit, das Produkt zu verschicken, also an Stockx. Dann muss es erst authentifiziert werden und dann geht es weiter an euch. Ich würde sagen, durchschnittlich 1 bis 2 Wochen. Es kommt drauf an, aber 1 bis 2 Wochen ist eigentlich ein guter Richtwert. Wieso wird im Moment bei Stockx viele Fakes bzw. nicht wie erwartete Schuhe verkauft? Ihr müsst euch vorstellen, Stockx hat ein riesiges Volumen an Schuhen, die dort täglich, nicht nur Schuhe, auch Streetwear, Collectibles jetzt, die da täglich durch das Authentication Center laufen. Es sind auf jeden Fall Volumen im Tausenderbereich. Immer mehr Leute bestellen dort, immer mehr Produkte werden verkauft. Die Authenticators, also die Leute, die die Schuhe dann überprüfen, arbeiten auf Hochdruck, dass sie gründlich die Schuhe überprüfen, dass wirklich nur gute Sachen rausgeben. Andererseits ist natürlich dann auch, ihr wollt euer Paket schnell haben, also muss es auch relativ schnell gehen. Trotzdem wird Wert darauf gelegt, dass alles gründlich abläuft und zu 99, irgendwas Prozent bekommt ihr auch wirklich ein perfektes Produkt. Es gibt immer mal wieder, jeder ist menschlich, jeder macht Fehler, jeder übersieht mal eine kleine Schramme. Beispielsweise, und die Schuhe habe ich nicht bei Stockx gekauft, die Schuhe habe ich Deadstock gekauft und die kamen von Nike mit so einem kleinen ja, wie so einen kleinen Abrieb, so ein kleiner Kratzer, danke. Beispielsweise das wäre bei Stockx nicht durchgegangen, weil die Schuhe nicht perfekt sind. Wenn jetzt jemand sich die Schuhe anguckt und das Ding ist ein bisschen kleiner, vielleicht auf der Rückseite hier innen drin, und die übersehen das halt, während die den Schuh authentifizieren, dann geht der Schuh zu euch und ihr seht das und sagt euch, ist doch scheiße. Kann passieren. Dann meldet euch beim Kundendienst, beim Customer Service und klärt es. Aber wie gesagt, zu 99,
5, 6, 7% bekommt ihr wirklich ein perfektes Produkt. Wenn dann jeder, bei dem vielleicht irgendeine Kleinigkeit nicht 100% perfekt ist, auf Instagram was sagt, oder wenn mal ein Fake-Schuh durchgeht, was natürlich passieren kann. Das sind, wie gesagt, nur Menschen und das direkt online publiziert und alle springen dann darauf an, im Sinne von, der hat Fakes erhalten, also werden alle Fakes erhalten, was das Internet tatsächlich macht, einfach auf Sachen draufspringen und Behauptungen aufstellen, obwohl sie keinen Beleg dafür haben. Dann hören das Leute und denken sich halt, wow, Stockx verkauft Fakes, obwohl es gar nicht so ist. Also, wie gesagt, wenn ihr was kauft, ist es auch original und im perfekten Zustand. Kann es passieren, dass das Stockx-Paket im Zoll hängen bleibt? Nein. Also ja, jein. Kommt drauf an. Grundsätzlich sollte nichts passieren. Ihr zahlt die Steuern und Zoll schon im Gesamtpreis. Natürlich, wenn der Zoll einen schlechten Tag hat und sagt, komm, das ist ein Paket aus USA, Moment. Es kann passieren, dass das Paket hängen bleibt grundsätzlich und in den meisten Fällen passiert das nicht. Falls etwas sein sollte, kann der Zoll nachfragen, dass ihr eine Bestellbestätigung nachreicht. Schickt dann einfach einen Screenshot und dann sollte alles damit geklärt sein. Warum kann man nur PayPal als Payout-Methode benutzen? Banküberweisung ist ja kostenlos. Wie gesagt, es gibt neue Bezahlmethoden schon mal für Stockx, PayPal, Kreditkarte, Klarna, Sofortüberweisung und Giropay. Auf der Verkäuferseite ist das noch nicht der Fall. Momentan dann halt eben gibt es diese neuen Zahlmethoden noch nicht. Ich denke, dass Stockx auch da arbeitet, um da weitere Möglichkeiten zu schaffen. Ich weiß nicht, warum es noch kein umfangreiches Angebot an Auszahlmöglichkeiten gibt. Aber auch da würde ich sagen, haltet ein Auge offen, da wird sich bestimmt in naher Zukunft auch noch irgendwann was ändern. Ich halte euch da dann auch noch auf dem Laufenden, falls es Änderungen gibt. Wie wird das geprüft, ob die Sachen original sind? Sehr gute Frage und ich habe auch schon ein Video gemacht, wie ich in London bei Stockx im Authentication Center war. Könnt ihr euch hier anschauen. Und zwar ist es so, die Schuhe kommen ins Lager, also in das Warehouse. Dort stehen dann die Authenticators, also die Leute, die das prüfen, bereit. Das sind alles sehr passionierte Sneakerheads, die seit Jahren schon schuhverrückt sind, schon die seltensten Schuhe in der Hand hatten, die dann auch noch darauf ausgebildet werden, Schuhe auf ihre Echtheit zu überprüfen. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Leute, die wissen, was sie machen. Dann kommt der Schuh, sie gucken sich die Box an, ob alles passt, sie gucken sich den Inhalt der Box an und den Schuh, ob da alles dran ist, die Tags, ob alle Extras dabei sind, Schnürsenkel, Dustbag, ob die Schuhe ungetragen sind, dass wirklich nichts daran ist, dass keine, wie beispielsweise bei denen hier, Factory Flaws dran sind. Und sobald dann alles überprüft ist, werden die Schuhe an die Käufer, beispielsweise euch, dann weitergeleitet. Also schaut euch in diesem Video gerne mal den sehr kurz dargestellten Ablaufprozess an, aber es ist wirklich, ihr könnt mir da vertrauen, die Schuhe werden wirklich sehr sorgfältig untersucht und auch nur weitergegeben, wenn wirklich alles passt. Ich hoffe, dass ich eure Fragen gut beantworten konnte. Falls ihr weitere Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten kommen wir jetzt zum spannendsten Teil des Videos und zwar das Giveaway. Wir nähern uns der Weihnachtszeit und da dachte ich mir, komm, ein Giveaway schadet nie, 2 Giveaways schaden noch weniger. Deswegen gibt es 2 Giveaways. Zum einen eins auf Instagram @jaadiee und eins hier auf YouTube. Ihr könnt jeweils einen 500 € Stockx Store Credit Gutschein gewinnen. Das heißt, ihr könnt 500 € auf Stockx so ausgeben, wie ihr wollt. Alles, was ihr dafür tun müsst, erstmal jetzt auf Instagram gehen und an dem Instagram-Gewinnspiel teilnehmen, um eure Chance zu erhöhen. Instagram @jaadiee. Der Post ist jetzt online, also schaut es euch an. Das zweite Gewinnspiel hier auf YouTube, auch wieder 500 € Store Credit. Was ihr dafür tun müsst, kommentiert euren Stockx Nutzernamen unter diesem Video und abonniert den Kanal jaadiee hier auf YouTube. Solltet ihr noch kein Stockx Konto haben, folgt bitte dem Link in der Beschreibung, meldet euch auf Stockx an, also erstellt ein Konto und kommentiert dann eure Nutzernamen. Beide Gewinnspiele laufen eine Woche, Gewinner werden dann eben nächste Woche Sonntag bekannt gegeben. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Viel Erfolg bei dem Giveaway. Ich drücke euch die Daumen. Es kann nur 2 Gewinner geben, also seid mir nicht böse, wenn ihr es diesmal nicht seid. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns. Macht's gut. Peace.